Hallo Retro-Freunde! Heute möchte ich euch eine weitere neue Figur vorstellen, die in meine Sammlung gewandert ist. Diese Figur kommt in doppelter Ausfertigung. Eigentlich zwei neue, aber irgendwie doch eine alte und eine neue. Was ich damit meine, wenn es euch interessiert, bleibt dran, wir schauen sofort rein. Ja Leute, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, das letzte Masters of the Universe Origins Update Video, ja, da habe ich es ja schon so ein bisschen angeteasert, was euch für ein nächstes Video jetzt wahrscheinlich erwartet. Jetzt ist es soweit. Solltet ihr das Video nicht gesehen haben, ich verlinke es ganz am Ende nochmal zum Abspann hin. Ja, also wenn ihr das Video hier durchschaut und es noch nicht gesehen habt, das alte, dann klickt doch mal auf das alte und schaut euch das im Nachhinein nochmal an und gebt mir dazu auch Feedback. Ja, ich habe eine Figur bekommen, auf die ich gewartet habe. Die ist jetzt endlich eingetroffen. Ja, es ist ein Favorite von mir eigentlich aus der Masters of the Universe Origins Reihe, beziehungsweise aus der Vintage Serie. Die habe ich früher auch gehabt, die Figur. Und ich habe sie jetzt bekommen und es handelt sich um ein Mitglied der Wilden Horde. Und zwar es handelt sich um Mantenna im Origins Design. Und was soll ich sagen, Leute? Ich finde diese Figur mega stark. Ich finde sie total klasse. Sie sieht 1:1, ja fast 1:1 aus, wie die Vintage-Variante. Ja, natürlich wieder auf dem Vintage angehauchten Card-Design. Ja, die Cardback ist Vintage angehaucht. Ich habe hier oben wieder dieses 40th Anniversary Logo, ja, 40 Jahre Masters of the Universe, 82 bis 2022. Es ist schön von Mattel, finde ich, hier da eine Hommage zu machen, ja, an die 40 Jahre. Mich als MOC-Sammler muss ich sagen, ich finde es ein bisschen unrund. Könnt ihr ja mal sagen, wie eure Meinung dazu ist. Aber ich habe jetzt diese Figuren alle original verpackt hinter mir stehen. Ja, und jetzt kommen Figuren, die halt auf der Karte jetzt das 40 Anniversary Logo haben und die alten Figuren haben es nicht. Also die Figuren, die vorher rausgekommen sind. Wie seht ihr das? Stört euch das hier oben oder findet ihr das klasse? Ja, sollten Sie das vielleicht auf alle Figuren jetzt drauf machen oder sollten Sie es einfach weglassen? Ja, also ich finde es macht die Sammlung so ein bisschen unrund, wenn die Figuren nebeneinander stehen. Der eine hat ein 40th Anniversary drauf, der andere nicht. Lässt sich streiten, das sind Kleinigkeiten. Ich finde es toll, dass Mattel das gemacht hat. Ja, ist Geschmackssache. Ja, die Figur selbst hat, wie gesagt, ist aus Hordaks Gang quasi, ja, einer der wilden Horde, der Evil Horde, und hat auch dementsprechend hier wieder den Aufkleber drauf. Ja, nicht auf dem Kartendesign, wie es halt früher bei den Vintage-Karten war, sondern die Figuren, was ich das 2000X, Masters of the Universe oder die Sunman und so, die haben halt hier halt einen Aufkleber drauf für ihre Reihe. Ja, könnte man eventuell auch auf die Karte machen, das fände ich noch ein bisschen stimmiger, aber Mattel, das ist wahrscheinlich Kosteneinsparung auch und so weiter, macht halt den Sticker drauf. Hauptsache der Sticker ist gerade, auch das ist mir wichtig. Und die Figur kam in einem super Zustand, also keine Knicke, unpunched ist er auch. Ja, der Blister ist heile. Und natürlich auch wieder ein Comic dabei. Ja, und die Figur, wie gesagt, ist total klasse, ist Vintage. Wirklich Vintage angelehnt, also man kann fast sagen, halt von der Hüfte aufwärts absolut 1:1 ja, Vintage nachgemacht. Das Tolle hier dran ist, dass sie hier diesmal wirklich Mantenna so umgesetzt haben, wie es eigentlich gedacht war. Und zwar hat er, vielleicht seht ihr es hier jetzt, 4 einzelne Beine. 2 Beine an jeder Seite, die ich einzeln bewegen kann, wenn ich die Figur auspacken würde. Ja, jeder, der es gemacht hat, der kann das bestätigen. Ja, hat, wie gesagt, 4 Beine, hat den Bogen, die graue Armbrust dabei. Ja, total klasse. Und auf der Rückseite halt auch wieder ein total tolles Artwork mit wieder Anspielungen auf die kommenden Figuren, die ja teilweise Stand jetzt schon angekündigt sind oder auch released sind. Ja, das heißt, wir haben hier oben, also erstmal das Artwork generell, Mantenna, ja, mit seinen, was macht er da? Sind das Röntgenaugen? Sind das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, helfen mir mal auf die Sprünge, wie es in den Vintage-Comics und so weiter ist. Was macht Mantenna mit seinen Augen? Das ist ja eigentlich der Späher, glaube ich, der wilden Horde. Auf jeden Fall greift er hier anscheinend, oder er macht sie sichtbar vielleicht, halt auch die Schlangenmenschen an, die Snake Man King, his gang. Ja, und zwar haben wir hier Tongue-Lasher und Rattler, die sind ja beide, also Rattler ist auf jeden Fall schon angekündigt, da gibt es ja schon erste Produktfotos von. Tongue-Lasher, meine ich, ist auch angekündigt, ich weiß aber nicht, ob es da jetzt schon ein Foto von gab. Und oben die Mitglieder der wilden Horde, allen voran halt Hordak und auch Grizzler. Grizzler ist ja auch ein
kommt jetzt auch in Masters of the Universe Origins Reihe raus, allerdings halt wohl nicht frei in den Handel, sondern halt als Exclusive-Version, die über Mattel Creations bestellt werden kann. Dann gucken wir mal, was das wird. Und natürlich halt das Action-Feature hat er auch nochmal abgebildet. Ich kann bei Mantenna wie auch bei der Vintage-Figur, hinten am Kopf habe ich einen Hebel, den kann ich halt nach oben schieben und dann schieben sich die Augen raus, so wie es halt auch auf dem Cardback, wenn man das hier sehen kann, abgebildet ist. Finde ich total klasse, finde ich total toll. Weitere Figuren aus der Wave sind angekündigt. Ja, hier haben wir den 2000X He-Man, 2000X Skeletor, den Pighead und natürlich Mantenna, der da drin ist. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr mein Video gesehen habt, das vorherige, wenn nicht, wie gesagt, schaut es euch nochmal an. Da habe ich ja meine Meinung gesagt, was diese Figuren angeht. Ja, der wandert so in meine Sammlung, finde ich total toll. Das war aber, jetzt kommt es, nicht der einzige Neuzugang, sondern ich habe noch eine weitere Figur und ich dachte mir, wie ist es besser oder was ist besser, als die jetzt in diesem Video zu kombinieren. Denn Leute, schaut es euch an, was ich hier habe. Hier ist der 2022 Mantenna, genau, der Origins Mantenna. Und ich habe einen Vintage Mantenna, einen 80er Jahre Mantenna Mock bekommen. Ja, das ist so klasse, da freut mich so dermaßen. Den habe ich von dem Christian von Z-Toys. Christian, schöne Grüße an dich, wenn du das hier siehst. Ja, die Figur ist schon ein bisschen länger in meiner Sammlung, muss ich dazu sagen. Es gab ja eine kurze Videopause von 3-4 Monaten. Und in der Zeit, Anfang der Zeit habe ich den noch bekommen. Ja, und da sieht man, das möchte ich euch jetzt mal zeigen, die Unterschiede der Figuren. Ja, der Karten erste Mal, wie gesagt, was ich eben angesprochen habe, auf der Vintage-Karte ist das Evil Horde-Logo aufgedruckt und nicht halt per Sticker auf dem Blister drauf. Ja, es ist eine US-Karte. Normalerweise hätte ich dann halt auch bei einer EU-Karte halt auch nochmal das Evil Horde-Logo auch nochmal in, ich glaube in Französisch teilweise draufstehen. Ja, in Deutsch weiß ich es gar nicht hundertprozentig, aber das ist jetzt eine US-Version. Hat die Augen sogar ein bisschen rausstehen, wenn man das sieht. Ja, und das Besondere, beziehungsweise gucken wir uns erstmal die Beine an, genau. Bei der Vintage-Variante war es ja so, das habe ich früher halt auch nicht gerafft. Ich dachte halt, er hätte 2 Beine. Da sieht man aber, dass so 2 Füße oder 2 Beine immer zusammengeschweißt sind. Ja, wahrscheinlich auch wieder aus Kostengründen, weil sie halt die 4 Beine nicht darstellen konnten damals. Ja, hat er halt hier nur 2 Beine, die eigentlich 4 darstellen sollen. Ja, und wie gesagt, bei der Origins-Variante habe ich 4 einzelne Beine, die ich auch einzeln verstellen kann. Total klasse. Von der Figur selbst ansonsten auch wieder die Vintage-Variante mit der grauen Armbrust. Und wenn man halt ganz genau hinguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ich komme mal so ein bisschen näher dran, die Brustbemalung, der Panzer, auch die Ohren etc. sind bei der Vintage-Figur wesentlich detailreicher und ausgeprägter, ja, als bei der Origins-Figur. Hier wirkt es so ein bisschen verwaschen. Hier ist es nicht so ganz ausgedruckt, sage ich mal. Ja, hier ist es mehr glatt. Und das finde ich bei der Vintage-Figur wesentlich schöner, wesentlich besser. Ja, da sieht man wirklich die Umrisse der Fledermaus so richtig. Und auf der Rückseite sieht man auch nochmal den Vergleich. Ich zeige euch nochmal die Origins-Version, wo Mantenna gegen die Schlangenmenschen angeht. Ja, und bei der Vintage-Variante habe ich auch Mantenna, auch wieder die Augen draußen und sperrt und sieht diesmal halt hier, das ist glaube ich wirklich das Action-Feature, ja, dass er halt schauen kann. Mantenna uses his antenna eyes to spy on the enemy, also er guckt sich halt wirklich halt die Gegner an und hier sieht man He-Man und seine treuen Gefährten, die Mantenna auskundschaftet und im Hintergrund auch die komplette wilde Horde von Hordak, Chrysler, Leech und Modulok. Ja, finde ich total klasse. Auch hier wieder das Action-Feature angedeutet. Ja, und auch nochmal, wie man halt die Armbrust benutzt. Und weitere Figuren der Horde nochmal abgebildet, inklusive der Fright Zone. Ja, die Figur ist von 1984. Ja, deswegen ist ja auch keine Anspielung auf die Snake Man drauf, wie es auf der Origins-Karte ist. Ja, weil die Snake Man gab es da noch nicht. Und nochmal ein on-top, nochmal ein Sahnehäubchen für diese Figur ist, es handelt sich, und das sieht man jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlecht bis gar nicht, ja, der Pin hinten, mit dem ich die Augen hoch und runter schieben kann, ist ein Black Pin, also ein schwarzer Pin. Ja, normalerweise kam die Figur zu
ich weiß gar nicht, 90%, 95%, ich kann es gar nicht genau sagen, mit einem roten Pin. Ja, das sind so Kleinigkeiten für Hardcore-Sammler, sag ich mal. Ja, und der hat halt einen schwarzen Pin, das ist die seltenere Variante. Hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der Christian hat es mir dann gesagt und dachte ich mir, wow, nochmal on top, ja. Und die wilde Horde ist voran vor den Snake Man, meine Lieblingsreihe, meine Lieblingsfigurenreihe von den Masters of the Universe. Ja, ich mag die Bösen sowieso vom Design her wesentlich lieber oder mehr als die Guten. Die sind manchmal, ja, sehen auch toll aus, aber manchmal doch ein bisschen langweilig gegenüber den Bösen. Und mit der wilden Horde hatte Mattel damals halt wirklich Figuren rausgebracht, die wirklich komplett anders waren, wie halt die vorangegangenen Figuren aus den vorangegangenen Waves. Halt wie gesagt, andere Körperbau, andere Sculpts halt, ja, andere Formen, die sie benutzt haben. Ja, komplett jede Figur anders. Chrysler mit dem Fell, Leech, diese wuchtige mit den Saugnäpfen und so weiter. Modulok, den man halt auseinanderbauen konnte und sowas halt. Die wilde Horde hat es mir echt angetan damals und auch heute immer noch. Und ich bin so froh, jetzt auch den Mantenna in meiner Sammlung zu haben. Hier oben steht nochmal neu. 1984 war der neu. Ja, ich finde es total klasse. Ich freue mich sehr. Die Karte ist in einem sehr, sehr schönen Design. Hat leichte Stresslinien. Hier ist halt auch punched, ja, aber das macht mir gar nichts. Hat leichte Stresslinien. Hier und da löst sich der Blister auch ein bisschen. Und wenn man hier sieht, unter dem Blister ist so ein bisschen, ja, das Artwork, die Karte, die Backkarte so ein bisschen abgerieben. Ja, das ist gewesen, ich bin mir ziemlich sicher, hier hinten sieht man es auch, wenn man ganz genau hinguckt, die Karte war wohl mal ein bisschen feucht. Ja, dann hat sich Wasser gebildet und dann ist das halt irgendwie weggegangen. Die Karte ist aber noch zu 100% original. Ja, also der Blister sitzt original drauf, der wurde nicht resealed oder wie auch immer man es nennt. Das heißt, die Figur hat noch nie frische Luft geatmet. Leute, seit 1984 ist er unter diesem Blister. Ich finde es total klasse, das ist so Nostalgie pur. Es freut mich so, diese Figur in der Sammlung zu haben und vor allem jetzt auch seine neue Version, den 2022 aus der Masters of the Universe Origins Reihe Mantenna auch dabei zu haben. Ich finde, das ist ein tolles Gespann. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Holt ihr euch den 2022 Origins Mantenna? Habt ihr eventuell auch die Vintage-Figur auch original verpackt? Ja, ich habe mir auch noch mal lose, aber wie ihr hinten seht, die losen Figuren sind noch gar nicht aufgestellt bei mir. Ich habe aktuell nur die verpackten da stehen. Mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin wie immer auf euer Feedback gespannt. Schreibt in die Kommentare, kommentiert mein Video. Ich antworte jedem von euch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und solltet ihr bisher noch kein Abonnent sein, schaut in meine weiteren Videos rein. Wenn euch die gefallen, würde ich mich auch über ein Abo von euch sehr freuen. Ansonsten, Leute, was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut, euer Retro Rauner.